Hallo und herzlich willkommen bei unserem Wie geht's Grey Hack Stream. Vielen Dank nochmal an den Entwickler damals, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Es ist seitdem viel passiert. Deswegen dachte ich, schauen wir nochmal in das Spiel rein. Der Online-Modus, ich weiß gerade gar nicht, ob ich den damals schon gesehen hatte. Auf jeden Fall haben wir vermutlich, ich glaube, damals nicht getestet. Witzigerweise stehen hier tatsächlich auch die echten Daten von meinem PC hier drin. Das ist ein bisschen weird, to be honest. Aber gut. Schauen wir hier in den Singleplayer rein. Und schauen dann mal, ob wir gleich irgendwie Ton haben. Weil aktuell haben wir noch keinen Ton. Wenn wir gar keinen Ton beibehalten, dann würde ich einfach hier mal auf die Chiller-Musik wieder zurückwechseln. Von meiner, also aus dem Üblichen. Ah ja. Warning message. It is not recommended to use any of your real-life passwords in the game, since these passwords can be discovered by other players and are accessible by any administrator of the game server. Good to know. It is also not recommended to use any real password in single-player mode, since the passwords are saved in plain text in the game installation folder. Auch ein guter Hinweis. Sehr wichtiger Hinweis. So. Ich habe einen Frauennamen als Nachname und jeder im Abend oder sonst was fragt mir immer blöde, wie mein Nachname ist. Ah, ja. Ja. Weißt du, wenn ich meinen Bogen vermache, wenn ich mich mal da. Ingo passt gut drauf auf. Die passt auf jeden Fall gut drauf auf. Mittelalterlicher Langbogen. So, genau. Delete. Genau, wir fangen mal komplett von vorne an. Weil ich habe keine Ahnung mehr, wo wir da damals waren. Genau, you play in a world created on your computer, unlock online mode. When you exit the game in single player, the in-game universe stops and progress resumes only upon your return. Play game. Der ist 300 Jahre alt. Wow. Hast du ein Bild davon, das du posten magst? Oh, wie gut. Seht ihr hier oben das Logo? Das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Als damals der PC gestartet hat. Pick a Username. Okay. Ich glaube, das können wir noch beibehalten. Das sagen wir noch Gerun. Your computer's name. Es ist ein Ellipse OS. Dann nehmen wir das Eliana. Choose Password. Keine Ahnung. Machen wir. Sagen wir. Komm, machen wir hier. Raven. Natürlich nach der Superheldin Raven und nicht nach unserem lieben Raven. Welcome to your new operating system. The tutorial will teach you the basics to know how to move around the OS. Ja, lass mal Tutorial machen, weil ich keine Ahnung mehr habe. A question before starting. Do you have any experience using the Unix command terminal? Yes, I do. To continue, close this window and then double-click on the File Explorer program on the desktop. Das heißt hier, double-click. Und dann, when you open the File Explorer program, by default, it opens in the home folder of the user who launched it. In your case, your user's path is homegrown. This is the path where your user's configuration, bla bla. When the user is created on the machine, the user file will be created. Okay. So, also anscheinend, wir haben hier ein Unix-based Computersystem. So. Müsstest du aussuchen. Ja, nee, kein Stress. Also wenn du es hast, dann hast du es und wenn nicht, dann macht dir keinen Stress. Weil vorhin nicht gefragt, wie viel der Langbogen hat, sondern wenn du mit Bogen schießt, auf wie viel Zug du schießt. In deiner Armbrust. Wie viel Zug hat denn deine Armbrust dann? It is important that you know how the file system is structured. It is quite simple. All folders hang from a main folder represented with a slash character in its first. Achso, ja. Okay, ich glaube, das ist so, ne, Standard Unix-Wissen. I go to the main folder, the top folder in the file, click next. Okay, das heißt, wir gehen hier. The main folder. And click next, okay, yeah. You can see all the folders that hang from the main one. At the moment, we're only interested in the bin folder. Hier. And use. Warum ist denn bin hier unten und nicht da oben? Ich bin irritiert. And the user bin folder. Go to the bin folder and press next. Okay, next. Oh ja. Aber mit was für einem Schwert kämpfst du denn dann? Oder hast du verschiedene Schwerter? By default, the commands used. Wir holen uns echt die Musik zurück. Ist doch hier traurig. By default, the commands used by the terminals are saved in the folder bin. We will come back here later. Ja, okay. Das heißt dann hier in user bin.
And here programs that have UI are saved by default. You can run any program by double-clicking as in any operating system. So, okay. Next. Remember that in the File Explorer program and on the desktop you can copy files by dragging the icon to the place you want, renaming or deleting, blah blah. You can open the contextual menu on a file or folder to see. You can right-click. Next. As you know, a computer without internet access does not have much utility, and at the moment you do not have access to the network. Your computer is equipped with a wireless network card. If you click on the Wi-Fi icon in the top bar, you can see the networks that you have at your range. Okay. It's time to get access to the network. It's part of the tutorial will not be guided. You will have to be able to read the instructions of a series of commands and execute them correctly. The manual is an essential tool to know in detail how programs found on your computer work. Manual. Okay. In the manual, you'll find examples of the use of commands and programs. It is always a good idea to check it when you have downloaded a new program. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, dann können wir zum Beispiel sehen, hier bei Terminal Programs, und Basic Commands, können wir zum Beispiel Build, Cut, CP, Kill, LS, Make dir. Gut, wissen wir alles. So, kurz lang Gassenhauer. Ah, okay. Gassenhauer sagt mir jetzt gerade nichts. Lass mich da mal googeln. Gassenhauer. Ja, da war es schon von der... Hier, Gassenhauer Schwert. Aha. Riesigen Zweihänder. Hab's auch gerade gesehen. Aber danke nochmal. Ja, cool. Hat eins dann in... hat einen Dan in Taekwondo und ich kann Kung Fu. Ich hätte ja gerne Wing Chun gelernt, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Ich hätte kein Geld zu dem Zeitpunkt, wo ich mehr Zeit gehabt hätte. Und jetzt habe ich gerade so gar keine Zeit. Das ist furchtbar. So, ich zeig die Zagriffe, die reichen. Sehr gut. Der eine lähmt die Arme. Gut. The manual will find examples of the use of commands and programs. It's always a good idea to check it when you have downloaded a new program. To access the network, open the manual and click on the Getting Started First Steps. Okay. First Steps. Close this window. Okay. If this is your first installation, we'll have verified that you do not have access to the network, so you will not be able to do much until you get connected. In the future, we will be able to contract your own connection to the network for a monthly amount, but for the moment, you will have to access it in another way. The operating system has a security suite installed by default that can help you connect to the network. For more information, it's recommended that you read the following entries in the manual under the network's command. In the following order: Airmon, IW lists, AI Replay und AR Aircrack. Okay, das heißt, wir schauen jetzt hier im... wir können auch zwei. Sehr gut. Terminal Programs und dann suchen wir hier nach Airmon. Genau. Start, Stop. Und Net Interface used to enable monitor mode and wireless interfaces. It may also be used to go back from monitor mode to managed mode. Entering the Airmon command without parameters will show the interface statuses. This is the first step to be able to get a connection, password or Wi-Fi of a Wi-Fi router. Okay, das heißt, wenn wir jetzt... Können wir... Nee. Genau, das heißt, wir müssen jetzt hier... Können wir noch aufmachen? So. Ich kann nochmal nachschauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Airmon eingeben und dann Start. Nur Airmon. Genau. Das heißt Airmon Start WLAN 0. Gut.
Dann ist jetzt die Frage, ev-list, was machst du? ev-list, anscheinend WLAN 0. Es gibt so schöne Punkte im Körper, die böse Effekte haben, wenn man sie trifft. Ja, das glaube ich. Definitiv. Ein witziger, womit man mal Freunde irgendwie ärgern kann, ist ja hier schon dieser Nervenknoten. Also wenn man, glaube 2 oder 3 Finger oben hier an die Schulter anlegt, ne? Da, wo der dritte Finger drauf liegt, da sollte so ein Nervenknoten sein. By the way, falls die Leute zum Beispiel fesselt, darüber keine Seile legen. Und wenn ihr dann irgendwie zum Beispiel einfach so mit der Faust, also mit dem harten Teil draufschlagt oder einfach mit dem Knöchel draufschlagt, schmerzt das sehr viel mehr, als es normalerweise sollte. Durchaus wichtig. Also habe ich damals in der Schule immer mit meinen Leuten gemacht. Weil, keine Ahnung, ich war nicht besonders stark, aber ich wusste, wo ich hinschlagen muss. Mhm. So, das ist ev-list. Und was ist AI Replay? Use to check frames on wireless interfaces. The primary function is to generate traffic for the later use in aircrack for cracking the router key. Das heißt, wir geben jetzt hier AirReplay ein, minus B, und dann fangen wir mit dem 4.9 an, weil das irgendwie die beste... Ach, come on. Kann ich das nicht irgendwie? Copy. Shift einfügen. Paste. Muss das höher ziehen. Copy. Bisschen schade, dass das mit dem Ding nicht funktioniert. Mit Steuerung V oder Shift einfügen. Router not found. Wait, what? Why not found? Das ist doch... Ach so. Ich hab da die 4 nicht mitkopiert. Hier, jetzt. So, aha. Was passiert jetzt hier? Auch lange Haare. Sehr cool. Also bei mir sind die unter dem Bauchnabel bei mir. Ich habe auch mal Griffe mit Arm, Achselhöhle gelernt. Hier im Effekt müsste ich das nicht mehr. Drück mal mit deinem Daumen handinnenseitig in dein Handgelenk, aber nicht zu fest. Also, du meinst, also hier. Innenseitig. Oder hier. Also entweder hier oder meinst du hier? Weil zu viel Spliss. Oh. In die Pulsadern. Ach so. Ja. Hier. Was sollte ich da spüren? Haare Hüft lang wachsen zu lassen. Oh Gott, ey. Weißt du, das sind ja so ein paar meiner Schwächen. Lange Haare und wenn sie rot sind. Erinnere mich wieder daran, dass die eine Kollegin damals dann plötzlich spontan zu mir sagte, ach, deine Lieblingsfarbe ist also rot. Das war am ersten Tag, als ich sie kennengelernt habe. Ich glaube, ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe an dem Tag kein Rot getragen und die einzigen Male, wie sie es hätte erfahren können, war eigentlich im Stream, wo ich immer mehrfach mal gesagt habe, dass ich auf Frauen mit roten Haaren stehe. Und das war so quasi ihr erster Satz so wirklich zu mir. Das war sehr spannend. So, once a command is executed, wait for a minimum number of acts to be generated with a good network power. At least 7,000 would be enough. For the lower power, you may need as much as 20k. Once you've reached the desired number of packets, press Ctrl C. File.cap, okay. Okay, das heißt, hier file.cap. Was, es gibt LS nicht? Wim? Es gibt Wim nicht. Was?
Wie soll ich denn hier Textdateien lesen? Terminal Programm. Basic. Cat? Oh, das can't open. Binary file. Ach, the. Okay, I can't read this. It is not to be read. Okay, und dann crack. So, was ist denn du kannst das nicht verhindern. Also, ach so, hier, ja, hier, ja, hier. Also, ich habe, glaube ein bisschen zu sehr an der Wurzel gedrückt, aber hier. Dann kannst du das Frau besteckt nackt da stehen, bist immer noch die Haare bedeckt, ja. Also, es gibt ja hier diesen so Menschen, die dann sich dann auch in dem Hairbra quasi fotografieren lassen. Oder dastehen. So, crack. By a cap. Gegenwart bricht man sich selbst das Handgelenk. Okay, good to know. Key found. Nice. Erble. Das heißt, wenn wir jetzt hier versuchen uns zu joinen, haben wir hier Erble. Connect. Connected. Sehr gut. Gut. We recommend that you create an email account, use a browser to find an email service. Okay. Browser. Search. Popular websites. Recent website. Nothing. Okay. Mail. Provider. Webmail. Und ich muss echt aufs Enter drücken. Mail. Okay. Ah, es hat noch so seine Limitierungen leider. If you're powerful, you must use in a professional private environment. Stanley. Das ist so Copy-Paste. Okay. I have no idea. Also, die Webseiten sehen super basic aus. Alok, lol, Tivax und Alok sieht genau gleich aus. Ist das bei allen so? Stanley? Ja, okay, es sind alle dieselben. Jetzt ist die Frage, welchen nehme ich davon? Keine Ahnung. Auch tatsächlich es ist ein bisschen interessant, dass die Rückwärtstaste funktioniert hier nicht. Kann wir nehmen Goldman. Oder nee, Alok. Eworks. Nehmen wir Alok hier. Alok, E-Mail Services, Create Account. Achso, can't be empty. Ja, dann machen wir hier wieder, keine Ahnung. Machen wir hier Wingo als Passwort. Sollten wir uns das irgendwo aufschreiben? Vielleicht sollten wir uns das irgendwo aufschreiben. Achso, warte mal. Können wir nicht irgendwie Notepad. Notepad. So. Achso, hier ist natürlich unpraktisch. Weil da müssten wir immer wissen, dass unser Login für das Game mindestens Raven ist. Vielleicht müssen wir das doch auf einen anderen Zettel draufschreiben. Ja. Warum schreibe ich mir das eigentlich auf? Ich kann das einfach auch hier Dings. Ich könnte einfach im Dings nachschauen. Im Video, wenn ich es irgendwann vergessen habe. Auch eine gute Möglichkeit. Bist du sicher? Sure. Du beschützt mich doch bestimmt. Okay, so. Das haben wir jetzt eingerichtet. Und dann können wir vermutlich hier per Mail. When internet connection can receive your first mail throughout the game, you will find missions similar to this one. It's important that you read the text carefully, as any detail can be of great help. Click next when you read the email. You read the email. Achso, ups, wir sollten die E-Mail gelesen haben.
oxont@tonecto.info. I'm watching you. Hi, you do not know me. I monitor new users who register on remote machines like the one you are using. You may want privacy for some project you are developing, or you may want to earn some money like most people. If you're interested, I can give you access to my private server, but before that, I need you to do something for me. You can consider it a test. I need the credentials of this email address. years@amcor.com belong to Binky Years. The mail client leaves a configuration file on a person's computer with encrypted password. You will need that file to crack the password. I'll put it easy. The IP address of the victim's computer is 60.123.2338. I've attached a program that may be useful. You may need some legitimate tools, so I recommend that you look for some shops on the net. Answer this email with the password that I need and we will continue talking. Okay. Das ist mal zulassen sollen. Erster Gott gleich Arachne. Warte, du hast Arachne oder der Gegner Arachne? Weil wenn du selber Arachne spielst, kann ich nur den Tipp geben. Schau, dass du direkt, wenn du spawnst, oh warte mal, geht das eigentlich noch? Vermutlich, oder? Wenn du spawnst, direkt losrennen und 3 Spinnnetze auf den gegnerischen Purple legen, weil sie gehen später erst zum Purple. Das heißt, deine 3 Spinnnetze killen derweil den Purple und nimmt den gegnerischen Duo-Team einfach echt viel XP. Okay. Okay, right now you don't have the tools available on your computer to try to access the object directly, so other methods will have to be used to achieve it. Click to create new email. Witzigerweise, ne? Wir haben jetzt im Browser unsere Daten eingegeben und wir mussten das hier gar nicht mehr einrichten, sondern es war einfach eingerichtet. Social engineering is a more powerful, more useful tool than it seems. If used well, it can make things much easier to reach your goal. In the left column, you have a list of predefined emails, each of them with a purpose. In this mission, we need to trick the system administrator by pretending to be the victim so that he gives us the access credentials of the computer. Select login issues. In social engineering emails, you will need to use the correct information in order to trick recipients. Since the victim works in the same place as an administrator, you need to know the victim's name to impersonate him. Fortunately, in the email you received, you have the name of the victim. It is enough to use the last name. Okay, das heißt, hi, I'm... Ach so. Aha, okay. Although now the problem is that we don't know the email address of the administrator. To know this information, you can use the whois terminal program, which by passing it a public IP address offers some basic information about the network. Okay, das heißt, wir machen nochmal so ein Ding auf. Wir kopieren einmal. So, genau, der hieß yes. So, und das war hier die IP-Adresse. Address copied, okay, nice. Und dann machen wir hier ein whois. Es ist total doof. Warum kann ich denn hier nicht... So. Wington.com, Claiborne, Amin. Okay. Das heißt, wir können hier das kopieren, to... hier geht das wieder. Social engineering works, you will get the credentials to be able to access the machine remotely using the SSH terminal program. Keep in mind that the credentials you get now are not the ones asked for in the mission. You need to find the credentials of the victim's email account. Okay, dann send. Wir haben auch direkt eine Antwort bekommen. Total easy. I just checked the status of the network and everything's okay. Have you checked that your username and password is correct? These are the credentials of your computer. Yes, Manto. Mille grazie. Das heißt, SSH. Nee, nicht dahin, sondern wieder hierhin. Copy, Paste. Und dann yes, at.
Ah, okay. Es ist yes at Manto. Und dann paste so Connecting. So, jetzt sind wir hier. SSH drin. Was ich 2 Jahre gemacht habe, für die Community dank Corona gestellt bin. Für Assault gespielt, an zweiter Stelle Arena und ganz unten war es Conquest und Jazz. Da wurde mir die Angst vor Conquest genommen und ich spiele jetzt gerne. Hast du keinen Bock mehr auf Conquest? So. Dann fangen wir hier mal mit LS. Ready to sail JPEG. Okay, Chatlog. Chatlog. Binary File. Was ist eine Binary File? LS Downloads. LS La Downloads. LS La Downloads. Okay. LS Config. Mailtext und Banktext. Okay. Config hat Bank. Praktisch, ja. Notepad. Notepad. Hier. Copy. Paste. Aber jetzt mir so offen. Okay. Und cut mail.txt. Copy. Dann können wir jetzt hier auf. So, was ist das dann? Ja. Jetzt mal hier hin. Dann los. Such that found a file with encrypted password and use a program attached to the email to decrypt it. Okay. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Das. Genau. Und jetzt Decipher Help. Decipher. Ah, okay. Okay, jetzt ist die Frage, haben wir sowas wie Download? Nee. Es ist... FTP. Ja, einfach hier. Image Viewer. Ready. Pixley Sailboat. Okay. FTP. Ah. Können wir damit? Irgendwo noch ein Terminal offen? Hier. FTP. Was hier ist at Manto. Paste. Ah, ups. Falsch. Und die ist. Key not found. Start terminal found in map. Okay.
Jeder denn FTP? So, was wir wollten das hier nutzen? FTP. Only once correctly connected. Okay. Also eigentlich hätte es funktionieren sollen, aber... Ah. Ach so. Ja, da war ja was. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier SCP Bank alles. Achso. SCP-D Bank Text SCP-D Mail Text. Okay. Exit ls Explorer? Nee. File Explorer. Punkt. Okay, Punkt akzeptiert er nicht. Aber ist okay. So. Genau, dann haben wir hier Decipher. Bank. Und andere ist Decipher Mail TXT. Ja, dann lassen wir die jetzt mal hier arbeiten. Und dann können wir eigentlich hier schon mal Reply. So. Genau, das arbeitet hier noch. Zumachen. So, save game. You can save in real time in both multiplayer and single player modes, so you don't have to worry about saving the game. Exit the game, open the main menu located in the upper left corner. Select the option shutdown. When you start the game, you will find everything as you have left. Okay. Ja, gut. Das sind wir hier gleich fertig. So, haben wir gerade Süßigkeiten aus der Speisekammer geholt. Festzustellen, das sind ja Nüsse drin. Ich darf keine Nüsse mehr oder Kerne essen. Weil gerade nicht die Zähne dafür gut genug sind. Am 7.22. Aber so ja, komm. Cola-Gummibärchen gehen trotzdem noch. Sie sind ein bisschen zu arg vielleicht, aber... Okay, also hier... Copy. So. Admin. Send. You've done well. If you want to work, you may want to visit the web. Lass doch mal zum Web gehen.
Hack-Shop. Fällt mir gerade ein, ich könnte mir auch ein bisschen Süßkram knischen. Dann strecke ich mir mal nach links. Ah ja, eine wichtige Frage an alle, die hier gerade zuschauen. Wer wäre denn morgen bei Barotrauma dabei? Ich glaube, ich hätte so Bock auf so einen Keks. So, we'll ask questions. Okay. Was brauchen wir denn? Was gibt es denn hier für Tools? In hacked jobs, there are usually jobs available. In addition to the tools and jobs, some hackers publish the exploit on these web pages. Okay, das heißt, wir haben hier Jobs. Police records. Client wants to modify the information of a police record. Okay, client wants the access to the remote machine. Okay. The client wants the remote machine to stop working. Auch eine Möglichkeit. So. Ich hoffe, ihr hört dieses ganze Quietschen nicht, ey. So, dann gibt es jetzt für mich hier einen Keks. The main services and programs of a computer depend on the library they've installed. For example, an SSH server has the libSSH or SO library installed in the library. These libraries usually have vulnerabilities that can be attacked to gain access to the machine. As these vulnerabilities are exploited, library developers will discover and patch them, publishing updates so that any system administrator can patch it. Due to the nature of the software development, library updates will bring new errors and vulnerabilities that users may exploit. Therefore, some versions will be safer than others, however the latest version is not necessarily the safest. Muss sagen, mir gut. Hat irgendwie so gefühlt so ein Aroma. To search for exploits in a store, you have to select the library and the version you want to hack. After pressing search, a list will appear and an exploit published at that time. So, das wird hier suchen. Search. Invalid version format, also 1.2.3. Fangen wir einfach hier an. Oh, die sind sogar free, weil wir 20, wir kriegen 20 umsonst. Was? Okay. Remote exploits are those that can be run from any computer to attack any remote machine connected to the internet. This type of vulnerability is reserved for libraries of programs that have services open to the outside, such as SSH, FTP, SMTP, and SQL. In the description of the exploit in a store, it is detailed what type of permissions are obtained if the exploit is executed successfully. Now here, get access to a shell, grant access to the path/root, and prints their contents. For example, if executing an exploit gives you access to a terminal on the victim's computer, depending on the type of exploit, you will have root, guest, or common user access on the machine. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ich sehe den oberen Text nicht, weil ich es zu weit rumgeschoben habe. This means that in order to access, bla bla bla, the victim's machine, since they use vulnerabilities in libraries of the OS such as init.so, kernel module SO, and net.so that do not have direct access to the outside. This means that in order to successfully run a local exploit, you first need to have gained access, at least as a guest, to the remote machine.
Usually, this type of exploits are used to escalate privileges on a remote machine. For example, if you have access to the victim machine, but only with a guest account, you will not be able to do much. But you can upload a local exploit to the victim's machine that gives you root privileges. Okay. Also, soweit so tatsächlich recht real auch. Schnell hier runter, das Tutorial runterziehen, damit es nicht wieder rauswächst. Dass wir, also wie wir hier Zugriff bekommen zu irgendwelchen PCs, die online im Web sind, das ist tatsächlich recht realistisch dargestellt, finde ich ja. Since some vulnerabilities require that specific behaviors occur in the program in order to exploit it, some exploits need certain requirements to be met in order to run successfully. It is advisable to save some money and hire a rented server where you can do your tests and prepare the next attack in private without the danger of alerting the authorities. Okay. When you select an exploit to buy it, you have the option to download the source code or the compiled version. If you want to download the exploit source code to review and compile it yourself with a code editor, check the source code version box. If instead you want to download the exploit ready to be used in the terminal, leave the box unchecked. Das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil wir können ja hier zum Beispiel mit den Source Code sehen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, könnten wir hier tatsächlich selber coden. Ja? Also wenn wir wollen, können wir hier sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass es so ist, dass dieses Ding so funktioniert, aber lass doch mal krasser machen. Lass doch mal hier mehr draus machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen ist es so spannend, dass man auch sagen kann, okay, man lädt auch den Source Code für den Export runter. Libraries often have many more hidden vulnerabilities than those found in exploits published in checkshops. These vulnerabilities can be scanned with a scanlib tool to program your own exploits. Also tatsächlich hier in dem Spiel ist angedacht, dass man selber programmiert. If you are interested in programming, check the scripting section in the manual for more information. This is all for now. You can close this window. Das heißt, wenn wir hier hingehen, dann haben wir hier Scripting und dann so Sachen wie Basics. Welcome to GrayScript. Oh Gott. GrayScript Manual. Okay, das heißt High-Level Object-Oriented Language that is easy to read and write. GrayScript is a fork of Miniscript, a modern scripting language designed to be clean, simple, and easy to learn. If you know pretty much any other programming language, you'll pick up GrayScript almost immediately. And if you've never written a line of code in your life, don't panic. GrayScript is the friendliest and most fun way to get started. Much easier than you probably expect. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das ist wirklich, wirklich spannend. Das heißt, wir könnten, also ihr könnt hier mit diesem Spiel tatsächlich programmieren lernen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, muss ich hier sagen. Genau, wir könnten hier zum Beispiel auch hier Fizzbuzz. Fizzbuzz ist Function Klammer n for ein Range ein Klammer n. S ist Fizz times okay, was? I modulo 3 gleich 0. Ist das hier ein Jetzt bin ich mal gespannt, wie funktioniert das? Ja. Aha. Ach so, mal true oder false. Wenn es true ist, dann existiert es. Wenn es false ist, dann nicht. Ah. So ist das gedacht. Okay, okay. Und if S Leerzeichen, dann S ist String-Version von I. Print S. N4 Function. Okay.
Das ist spannend. Gott. Also der Mensch, der das hier entwickelt, der hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Okay, macht ja fast den Eindruck, als wäre das eine Sandbox in der Linux-File mit reduzierter Oberfläche. Na, schon so. So, ich meine, wir haben jetzt das gemacht. Das heißt, ich glaube, wir dürfen jetzt einfach mal machen. Na, also jetzt ist Tutorial vorbei. Und wenn wir wollen... Ach cool, wir haben ja auch einen Paste. Können wir jetzt hier mal schauen, was ist hier so ein Job? Ein Job, zum Beispiel Police Record. The client wants to modify information of a police record. It is necessary that you infiltrate the network to eliminate the complete record of a person. Sollen wir das mal probieren? Wir probieren das mal, oder? Was ist das? Was ist das andere? Credentials needed. Okay, ich meine, das hatten wir ja schon mal ähnlich gemacht, ne? Dann machen wir accept this. Dann haben wir hier eine E-Mail. The client wants the login credentials of the user Steinatus. Remote IP of the victim is thus. It's important that you access the correct machine behind the public IP. The victim's LAN IP is this. Okay. Das heißt, wir schauen mal hier im Terminal. Achso, das andere Terminal. By the way, Oberti. Das ist die Frage, gibt es dann irgendwie... Bank. Aber bei wem ist der nämlich? So. Cut. Bank TXT. Es ist nicht ganz klar, bei wem er ist. Login. Account Number. Okay. Login. Account Number. Overti. Login. Ah, lol. Tatsächlich. 1. Januar 2000. Und von Datum 16 Uhr. Guck mal, wir sehen sogar schon in die Zukunft. Transform. Okay. Wir könnten $15 klauen. Ich würde aber sagen, das ist nicht wert. So, wir müssen auch mal hier in dem Manual nachschauen. Genau, avoid traces. When you access a remote computer without authorization, it is very likely that you will attract the attention of the system's administrator. If it finds the machine that started the hacking, it will inform the authorities. Depending on the type of network you've accessed, administrators can be more or less permissive. A good administrator usually finds suspicious activity where others do not see it or simply ignore it. In any case, it is highly recommended that you delete your tracks once you have finished an intrusion. All computers keep a log of the log in var system log. In it, system logs are registered as incoming or outgoing connections, deletion of files, etc. Dann schauen wir doch mal das nochmal. Okay. Das heißt, eigentlich müssten wir nochmal bei dem anderen einbrechen. Weil wir ganz vergessen haben, um die Logs zu löschen. Ja. Darf auch bleiben. So. Dann machen wir hier nochmal. Yes, Manto.
Paste. Achso, ups, das ist H. So, was? Navigate through the system, navigate. Achso, okay, File Explorer. Next, as you can see, you're browsing through file explorer. Copy and paste between. Aha. Wir hätten natürlich auch hier Dinge hierüber kopieren können, auch gut. Oh. IBA. The computer is located is especially useful to solve the missions and know which is the victim's machine according to its local address data. Keep in mind that when you scan a public address with Nmap, it may not show you all the computers on the LAN that have active services and some to access some other machine that has open port. Okay, next. So. Ja. Permission denied. No. Es ist, genau, hier wird noch der Tipp gegeben, natürlich auch dann zu arbeiten, wenn Admins nicht live sind, also nicht am Arbeiten sind. Notify you in an automated way when an administrator is present and the approximate time remaining until an active trace reaches you. Sehr gut. Take a look at the manual and the trace system section. You need to know in more depth how the traces work and the different ways to avoid them. Next, it's important that you remove any traces that is either shell obtained or file deleted along with your once you're the administrator. I guess it's important that you try to delete indicated entries disconnected before the end of the countdown. Close this window. Das Problem ist, wir können hier das jetzt aber hier nicht löschen. Cancel. Okay. Egal. So, hier macht den Browser nochmal zu. Und dann schauen wir mal hier. Du hier. Nmap paste. Command found. Nmap haben wir nicht. Müssten wir Nmap erst kaufen? Tools. Sniffer. Crypto. So, warte mal. Add current. Nmap. Search. See results. Okay. Sehr blöd.
Ich meine, wenn wir jetzt aber kein Nmap haben, wie sollen wir... Okay, fangen wir einfach mal wieder hiermit an. Ein Who is. Dann... Copy. Wir suchen es mal mit einem... Bring new email to... Login issue, yes. Status. Send. Okay. Status lie 1. Das heißt, wenn wir hier wieder SSH, Status at lie 1 und dann das hier. Paste. Funktioniert das? Funktioniert. ls config. Ist wieder Mail und Bank. Hier wieder File Explorer config. Wir ziehen es jetzt einfach mal hier hin. Los. Dahin. Los. Downloads hat er nix. Desktop hat er auch nicht. So. Wir haben wie hier Nmap. Command not found. Was gibt es denn hier? Employees Viewer. Okay. Schade. Ping. Ping successful. Okay, das hatte ich mir jetzt nicht daran vorgestellt, dass was passiert, wenn ich Ping eingebe. Ping. Okay. Schauen wir mal, was der Code dazu sagt. Get shell.ping arms 0. If results, then it's ping successful. Unreachable. Okay. Ich meine, wir könnten nochmal probieren per SSH. Auch wieder Stelnatus. Ach, Stelnatus at lie 1. Und dann die 192.168.1.2. Ach so. Ich bin anscheinend schon hier. Okay. Wir können reply lie 1 send. Yes, I has money. Wait, I don't have a bank account yet. Wo habe ich Geld? Wo habe ich jetzt Geld bekommen? Na, warte mal. Habe ich jetzt Geld bekommen auf ein Konto, das nicht existiert? Register
Diese Passwort. Komm, dann machen wir hier Dave. Create account. Account number ist. Aha. Dann müssen wir das hier so. VCOL WGE MyBank. Okay, Login. Speichert. Das ist natürlich jetzt doof, dass ich hier Geld bekommen habe, aber nicht Geld bekommen habe. Ach, anscheinend ist auch total egal, bei welcher Bank ich mich einlogge. Das ist jetzt schon natürlich ein bisschen blöd. Egal, probieren wir mal dieses Police Records Ding. Client wants to modify the information of a police record. You need to infiltrate the network to remove a charged person's record. Okay, accept. Email. The client wants to modify the information of a police record. The removed IP of the victim is 5 blah blah. So. Okay, das heißt. Who is paste? Frage. Können wir jetzt hier wieder einfach den Admin anschreiben? Login Issues. Okay. Und sagen hier, wir haben okay. Das ist natürlich doof, dass er das jetzt. Okay, das von der. Warte mal, was passiert eigentlich? Login Issues. Und dann, wenn ich das hier angebe. Are you kidding me? The person is me. Who you are? Who you are? I am you. Send. Er hat einfach nur geechoed. Schade. Hier kommt nichts. Da kommt nichts. Okay. Das heißt, unser Standard-Move ist leider nicht
drin. Das heißt, wir müssten schauen. Enough RAM available. Also, okay, hier. Tools. Oh, nee, hier das da. Library Analysis Tool. Ich weiß nicht, ob das ist, was wir brauchen. Schauen wir nochmal hier in. Okay, gestartet. Kann ich dann irgendwie herausfinden, wie ich denn. Ja gut, das wissen wir jetzt aber schon alles. Wie finden wir denn raus, was denn was der andere Server kann? Dann schlaf du gut, träum was Schönes und bis zum nächsten Mal. Genau, ich weiß nicht, ob du die Frage vorhin mitbekommen hast, aber ist denn morgen irgendwer bei Barotrauma mit dabei? Das war die Frage. Und ich soll was trinken? Dann trinke ich. Tschüss. So. Nmap. Achso, Nmap kann ich in so einfach so kaufen. Ach, sogar for free. Mhm. Save. Mhm. Oh. Close. Genau, hier können wir auch neue Teile kaufen. Runterladen. Gar nicht schaden. So, Exploit Report. Das Stocks-Ding. Safe. So.
Zone. Okay. Ah, damit können wir selber reporten. Okay. No currency has been found. Noch nicht. Hm? Okay. Noch Shop. Police Station. Bürotrauma. Nein, Barotrauma. Wenn ich die Kraft habe, kann ich morgen gerne reinschauen. Ich fürchte, dass langsam aber sicher nicht mehr lange gehen wird. Okay. Ansonsten kannst du dich einfach dazusetzen. Wir werden es vermutlich einfach im Gaming-Channel zocken, streamen und da rumhängen. Kannst du ruhig joinen. Nice. Find evidence of a crime. Find the hacker's computer. Good to know. Rentals of service. Add ISPs that provides you can hire an internet connection or rent service. These services require monthly payments. If this payment is interrupted, the service stops working until the problem with the payment is resolved. In multiplayer mode, the monthly payment is paused if the player has not linked into the game for one real day. The next time the player re-enters the game, the monthly payments are resumed. The single player mode payouts are paused as soon as the game is closed. To manage these contracted servers, the config LAN program is used, which you can download from these web pages. Find these websites using the keyword internet or rental. Coin creation. On these websites you can create your own currency that can be used by other players. Once the coin is created, you will have to use the scripting system to configure it. The first step is to download the blockchain SO library that will be used from the scripting access system to access the created coin and its configuration. You can download the library by using the command apt-get install blockchain.so. You can find these websites using keywords coin. To be honest, ich bin jetzt mal gespannt. Wenn ich jetzt nach Coin suche, feeling lucky, search, runs.info. Interesting in creating your own coin. Here in Mirans, we can help you. Here you can create your own currency. The service has a cost of 150. Aha, okay. Okay. Aber ich frage mich halt, was passiert? Apt-get install blockchain.so. Apt update. Apt update. Apt get update. Und dann so, schauen. Blockchain installed. So. Ja, cool. Und dann, wenn wir jetzt hier den Code-Editor aufmachen und hier Blockchain nehmen, die Frage, genau, haben wir hier ein Manual dazu? Oder einfach hier. Nee, das hier nicht. Hier. Okay. Moin. Aha. Wir müssen vermutlich auch mit Wallet arbeiten. Sehr, sehr spannend.
Warte mal, wenn wir jetzt hier Wallet nehmen und sagen einfach nur get balance, nehmen wir das hier einfach. Hier Wallet, get balance. Get balance. Nee, das ist ja, ich muss hier einen Coin eben angeben. List Coins. List Coins. Und, wie mache ich denn sowas wie Log oder so? Nee. Scripting. Scripting. Basics. Wenn ich nur ein Hello World sind. So. Ja. Save. Okay, my program. In this in Kontext. Okay, muss ich also vielleicht noch einen Import machen? Oder muss ich hier allow import save machen, replace. Nee. Einfach so. List Coins. Replace. Replace. Null. Ist die Frage, wird List Coins nicht gescheit richtig ausgeführt? Vermutlich. Aber wie führe ich denn hier Funktionen aus von anderen? Aha. Ja, ist halt die Frage. Ich meine, hier wird dummerweise nicht gesagt, wie ich denn hier Imports mache. Und Imports wären halt schon relevant. Blockchain? Achso, ja gut, was sagte mir das? General? User? Nee. Router? Auch nicht. Ah. Schwierig. Okay, das müssten wir vermutlich nochmal dann irgendwie googeln, wie es geht, also wie es genau geht. Ah, okay. Schade. Aber was mir gerade eingefallen ist, wir könnten ja mal hier das Bank.txt deciphern lassen. Und schauen, ob da mehr Geld drauf ist. Weil das ist ja... Das ist so ein bisschen schade, dass da auf dem anderen, da waren $15 drauf. Das hat sich nicht gelohnt. So. Ich kann hier nicht tippen. Okay. Oh. So. Irgendwo hier.
Copy. Browser. Bank. Und Login. Ach, das ist auch Overti. Lol, was? In? Okay. Save. Ach so. Ja, das war natürlich dumm von mir. Wenn wir auf den Desktop gehen müssen. So. Warten. Bei dem anderen weiß ich gerade auch nicht, wie ich es mache. Na, wir sollen hier... Wir müssen hier Access hierzu bekommen. Aber dafür müssen wir auf diesen Server kommen. Skript-Sprache, okay. Skript-Sprache. In 25. Ich glaube, wir bestimmen das einfach alles mal. Definitiv El Javi. So. Servus. Ah, verdammt, ich hab vergessen, wie unsere eigentliche Dings heißt. So. Das hier. Paste. Person. Und dann schicken wir alles zu diesem Konto rüber. Und es ist bestimmt gar nicht problematisch, dass wir einfach direkt auf unser Bankkonto Geld schieben. Fällt gar nicht auf. Nie und nimmer wird das auffallen. Nehmen wir auch alles hier rüber. Damit wir wenigstens ein bisschen Geld haben. Now have $35. Fantastisch. Und uns fehlen dummerweise die 220 von Anfang an, weil wir dummerweise da noch kein Bankkonto hatten und dann was gehackt haben. Das ist tatsächlich ein bisschen elend. Ich habe negatives Karma. Verdammte Axt. Okay. Aber dann ist das hier erledigt. Stimmt, wir können mal schauen, was passiert eigentlich, wenn wir das hier hacken. Terminal. Cypher. Desktop. Mail. Schauen wir mal, was da für ein Passwort rauskommt. Hier schon mal nach Mail suchen und dann ist es Lin. Können wir einfach hier lingd.info. Lingd.info. Lingd.info.
Login. Und jetzt hier witzig E-Mail schicken. Ah. Wollen wir das mal mit dem Dings probieren? Ist es noch hier drin? Nee, ist es nicht mehr hier. Ist von hier. Kopie. Send. Ein bisschen schade. Aber das Witzige ist, wir haben jetzt irgendwie ein ganz anderes hier in die Scheiße geritten, indem wir die E-Mail-Adresse von dem anderen Menschen verwendet haben. Du verzupfst dich auch mal, dann schlaf du gut, erhol dich gut und träum was Schönes. Und hoffentlich wird es morgen einfacher. So. Corp-Info. Ja, ansonsten so, morgen Fanzine. Nice. Ja, was treibt dich denn noch so rum, in Xavi? Genau, kennst du denn schon hier Grey Hack? Achso, stimmt ja, warte mal, wir haben doch jetzt Nmap. Nmap? Und dann das hier. Mist. Okay. Das heißt, jetzt könnten wir hier hingehen zum Exploit. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel HTTP in der 1.0.0 Version. Remote Use. Könnten zum Beispiel das hier verwenden. Genau, das hier. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Hier können wir eigentlich einen New Folder. SRC. Dann packen wir hier alles hier rein. Save. Open. Ach ja. File Explorer. Und dann bitte C. Das hier. Was wollen wir dann noch bitte? BT7. Den New Folder. Und dieser Folder heißt lib http. So. 1.0.0. Safe. Damit ich irgendwann später nochmal weiß, was geht. Genau, hier sehen wir übrigens auch. Guck, so inkludieren wir eine Library. Und so funktioniert das. Das heißt, wenn wir jetzt hier DT7 verwenden wollen, können wir einfach sagen, DT7. Eigentlich. Und dann die IP. Wait. CD.
bin, lib, cd. Ah ja, okay. Okay. Spannend, okay, ich muss tatsächlich in den Ordner jetzt dann 7, IP-Address, paste und die Port war 80. Ah, wir haben noch nicht die Metaxploit Library. Das heißt, wir brauchen hier Tools, Metaxploit. Ja, bei. Und zwar in lib save. Los. Sonic attack success. Privilege is obtained from user guest. Obtained access to bin. Attempting to reach the Sehr folder. Accessing failed. Can't access to file contents. Permission denied. Blöd. Das ist natürlich die Frage. Exploit. SMTP. Search. It's necessary to have this decipher program installed on a computer and launch the exploit. Die Frage, ob der Decipher hat. Vermutlich nicht. Root user logged in a computer. Nee. Ansonsten das hier. So. Wir könnten probieren, ob das hier funktioniert. Ja, bisher noch nicht. Aber der Server hat schon angefangen, oder? Und läuft der eigentlich jetzt, also läuft der auch ohne dass Leute drauf sind oder läuft der immer nur, wenn Leute drauf sind? Also hat er den eingestellt, dass er offline geht, sobald keine Leute mehr drauf sind? Probieren wir mal das hier. Wieder. Nicht in lib, sondern in und diesmal in lib smtp 1.0.0 und das heißt language. Okay. So. Die
SMTP und dann Language ist Frage unmap paste. Also Port ist einmal 5. Ja, wir sind Guest-User. Cool. Das war jetzt einfach. So. Und jetzt ist die Frage. Hat oder ne? Log Tür. War. System Log? Okay. So. Config. Downloads. Alles Desktop. Nichts zu sehen. Okay. Lib. Darf ich nicht. Alles Home. Okay. Bin. Okay, wir hätten hier Build. Frage, kann ich auch einfach hier direkt in Release Record? Nee. Die Frage, kann ich hier drin? Also wenn ich jetzt hier schon drin bin, kann ich hier irgendwie dann von Dings zu, also mein Access escalaten? Ich dachte, dazu gab es mal irgendwas. Ja, okay, klar. Witzig, wir können tatsächlich hier... Wir könnten hier die Webseite ändern. Wir hätten hier einen Code-Editor. Das heißt, wir könnten auch eigentlich... Könnten wir... Wenn das der Code-Editor von dort ist, können wir dann auch dorthin speichern.
Okay. Was gab's denn da nochmal zum... Oh, Local Use. Das ist die Frage. Init. Woran sehen wir eigentlich, welche Init-Version wir hier haben? Ja. In. Hier. Okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir init 1.00 haben. Ah, okay, der wird am Freitag gewiped, bis dann läuft er zum Testen. Ah, gut zu wissen. Wenn ich es geschafft habe, werde ich jetzt ins Bett gehen. Okay. Sollen wir so ein Ding anmachen? Genau. Wann, dass wir uns da verschoben haben. So. Ein non-root user. Ja, das ist ein bisschen wenig. Genau. Aber ja, mach dir keinen Kopf darum, dass du heute nichts mehr geschafft hast. Mit der Verfassung würde ich vermutlich an deiner Stelle auch nichts mehr schaffen. Das ist ja einfach super beschissen gelaufen. Morgen spielen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es noch nicht. So, keine Ahnung. Also bei mir würde vermutlich sowas ab 17 Uhr funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie die anderen da sind. Vielleicht soll ich mal in diesen Discord reinschreiben. Bautrauma, was? Warum der Geburtstag hat? Was sagt? Okay, wahrscheinlich was noch schade. Können mal live zeichnen. So. Genau. Höchstens. So, Andrea, dann schlaf du auch gut. Träum was Schönes. Und genau. So, eine gute Nacht. Genau, Linus, falls du es noch nicht jetzt hier rausgeschafft hast, schlaf du auch gut. Träum was Schönes. Bin ich ganz lieb gedrückt, wenn du magst. Und genau. Ich hoffe, du kannst morgen jetzt gut einschlafen und hast morgen einen erfolgreichen Tag. Genau, Xavi, wann hättest du denn Zeit dafür? Ah. Leider hat der nicht das Decipher-Programm, oder? Mal schauen. Ja, genau. So. In Decipher. Nee. Wir können es vermutlich auch nicht hochladen.
Okay. Was war das hier? Kann ich nutzen? Y-Proxy. Vielleicht das hier? Oh, ja. Aber wir können es mal probieren. So, save. Los. Und dann ich, sondern File Explorer, Source, Y-Proxy. Dann wieder Save. Home, bin. New Folder. Und das heißt dann init. Und du heißt dann Y-Proxy. Safe. Copy. Und können wir stelle ich denn hier eine Datei? Oder SCP Upload? Achso, oder? Dazu soll ich vielleicht in den so SCP-U und dann muss ich vermutlich. Okay, die Tilde gibt es nicht. Das heißt, wir müssen von root home beruhen. src y-proxy src steht Doch. Irgendwo hier. Antidocs, Website. Dann können wir das auch speichern als can't save. No. Können wir ein Notepad-Exe? Jo, das können wir. Können wir speichern. C. Save. Können wir. Nice. Und dann Code Editor. Open. Das hier. Bilden. Save. Kann ich das jetzt einfach hier laufen lassen? Meta-Exploit Library in der libpath. Okay. Das heißt, jetzt muss ich bei mir lib Meta-Exploit xo ka. Mission denied. Damn. Naja, was passiert denn, wenn ich einfach... Ach so. Wenn die Meta-Exploit Library fehlt, kann ich leider... Ja, blöd.
frag mich ja. Das hier? Spannend, wir können das immer noch mal kaufen. Obwohl wir das schon mal haben. Wir nach deinem letzten schon geholt, fand es echt nicht. Also noch Anfänger. Ja, du, kein Stress. Mach einfach trotzdem mit. Ich meine, Learning by Doing und so, ne? Das Problem ist natürlich, wenn jetzt alle die Metasploit Library nutzen, dann haben wir halt Faschisten, weil dann können wir das nicht einfach. Dann können wir das nicht. Hä? Wie ist denn das gedacht, dass wenn. Okay, warte mal. Wir probieren mal. Wo probieren wir das? Ich bin noch jetzt hier noch auf meinem. Okay, das hier, hab das hier. Cannot open. Achso, ich hab zweimal den Browser offen. So. Nee. Hier, das hier aufmachen. So, wenn ich jetzt hier Speicher drücke, Allow Import, heißt das jetzt, dass ich damit Yes, Replace? Brauche ich dann vielleicht die Dings nicht? Was passiert, wenn ich es hier entziehe? Ist das auslösen? Nee. Oh, the current folder. Ach was? Oh, the current folder? Ach so, wait. Das kann man das kann ich. Das ist ja kein Problem. Ja, easy. Okay. Dann haben wir hier das hier. Notepad. Paste. Speichern. Root Police. Punkt. TXT. Save. Und dann soll bitte Desktop und dann die Cipher. Ja. Ach so, wait. Cipher. Ach. Bin. Dankeschön. Desktop. Cipher. Und dann ist das, was habe ich gesagt? Root. Wohin? Achso, dein habe ich gemacht. Ja, gut. Nochmal bitte das Root-Passwort dechiffrieren. Warten.
Hä? Copy. Muss mal schauen, könnten wir dann jetzt hier root add paste und dann hier was glaube ich. Ja. Paste. Ach so. Das ist H. Can't connect. Ach so, ja, ich bin noch blöd. Ich will ja gar nicht dahin, sondern zu Connection failed. Ach so, wait. Sudo oder su root. Sudo Police Record. Und dann ist das Passwort 2E3R. Hier. Only script-based commands can be used with this method. Okay. Okay, wie funktioniert die User Add? User Add. Aber dann kann ich doch. Ich kann hier nicht festlegen, was für ein User es ist. Das ist das Ding. Ah. Ah, warte. Kann ich mit Change Group arbeiten? Oder? Ups. Kannst du ihm nachher die UID 0 geben? Ja, das. Ich wollte gerade mit CH Group arbeiten. Was kann. Ja, sudo CH Group. Was so E3 R4. Ach so, nee, das ist Change. Change Group ist natürlich nicht das, was ich suche, sondern ich würde sudo Groups. Merkt er sich natürlich nicht. OI3 R4. Groups root. Okay. Das User-Mod? Nee, User-Mod gibt es nicht. ls bin. ls bin. So, das gibt es.
Kannst du Add User Group machen? Ja, Add User gibt es. Man kann User Add machen. Also, wenn ich jetzt sudo user add mache und dann myroot oder so, oder warte, wir machen es aber erstmal so, e3r4, und dann sagt er, ja, okay, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie hier myroot machen, e3r4, add user. Ah, okay. Setting Password for user myroot. Achso, ASDF. Okay. Das Problem ist, was ich ja blöd finde, ich kann nicht mit SU rüber den User wechseln. Und wenn ich mich hier richtig erinnere, habe ich diesen User bekommen, indem ich einen Exploit hier ausgenutzt habe, und dann wurde ich automatisch genau, ich bin hier einfach automatisch dann in dem Ding drin gelandet. Und man kann jetzt aber mich nicht umloggen. Warte mal, kann ich Who am I machen? Who am I? Nee. Ich würde gerne wissen, wo wir gerade sind. ifconfig. Das Ding ist, ich würde gerne, also ich habe halt gerade keinen Port hierfür. Und ich habe halt sonst nur SSH, um irgendwie an irgendwo dran zu verbinden. Und die haben keinen SSH-Server. Sudo mit S. Sudo help. Ah, okay, warte. Sudo -u root. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay, und wenn wir jetzt hier den, was war's, User-Bin eingehen, dann haben wir hier das hier und an das Bin haben wir das hier, Police Record, Exe. So, und jetzt können wir endlich hier schauen, wo ist denn, genau, wer hier... Vielen Dank. Ich hätte natürlich mal, ja, ich kannte nicht, dass man mit sudo auch den User wechseln kann, sondern dachte immer nur, man kann damit immer nur die Dienstbefehle ausgeben. Okay, also. Jetzt suchen wir hier den... Das Ding ist, eigentlich sollten wir auch von anderen Leuten Dinge löschen, damit einfach nicht so gut nachvollziehbar ist, für was ich denn hier war, ne? So, genau, Aggression wird gelöscht. Yes. Sure, yes, I am. Successful, sehr gut, damit sind wir durch. Und dann müssen wir jetzt aber noch den Log Viewer hier anschauen. Gewöhnlich. Ja, das ist ja natürlich doof. Das wollte ich nicht machen. Nochmal. Kann ich denn nicht hier einfach nur das hier, eins davon löschen? Anscheinend nicht. Okay.
McCarmen. Der hier irgendwas drin. Mail und Bank, okay. Lassen wir hier wieder einen File angehen und hier einen neuen Folder stellen. Dann könnten wir... Ja. Los. Da könnten wir einen New Folder. Zum Beispiel... Ne, genau, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber den File Explorer können wir noch bauen. Dann können wir hier auf Home, auf... Genau, schon mal den. Der hat das. Los. Nix. Traffic Network. Jetzt hier. Oh, cool. Carmen. Das auch nochmal. Ich glaube, bei der Bank waren wir. Genau, bei der waren wir schon. Okay. Warum auch immer, kann ich das nicht. Rename 2. Rename 2. Und dann hier hin. Und hier hin. Close. Zu. Und dann hier alles exit. So. Dann antworten wir hier mal. Send. Was? Aber ich hab doch. Hä? Was? But I did it. I did the thing. Was? I deleted the thing that we needed to delete. Ich bin irritiert. Okay, wir müssen wohl nochmal dorthin. Terminal. Language. So. Genau, sudo -u root e314. So, und dann nochmal police record exe. Und schauen wir nochmal. Hä? Das hier, löschen. Yes. Yes. Nein, das hier, löschen. Yes. Was ist denn hier los? Ich meine, das hat es anscheinend nicht gespeichert, warum auch immer. Na, hier, dann jemand anderes. Aggression. This one. Delete. Yes. Warten wir jetzt hier mal und warten. Okay. Hä? Okay, erst wenn ich Save klicke, passiert das.
Okay, jetzt hat es auch funktioniert. Ich bin irritiert. Egal. Es hat funktioniert. Wir haben unser Geld bekommen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, Geld. Ja, 220 mehr. Okay. Ja. So, und... Ja, Exit. Warte, kann man hier noch den Log-Viewer anschauen. Genau, eigentlich müssten wir jetzt hier so... Keine Ahnung. Es ist ein bisschen seltsam, dass ich hier... Das hier... Hier... Ah. So. So geht das. Okay. Shell Obtain haben wir gelöscht. Und damit können wir jetzt wirklich rausgehen. Und damit sind wir jetzt safe oder so ähnlich. Dann gehen wir jetzt hier noch zu der CD Desktop und unseren CD New Folder. Und dann machen wir die Cipher Bank txt. Und hier machen wir die Cipher Desktop New Folder 2 Bank txt und schauen wir mal, was da rauskommt. Meine Fresse, ey. Das war jetzt eine Gurt. Aber am Ende hat es geklappt. Haben jetzt auch ganz lange geknobelt. Aber ja, da seht ihr, das ist also, ne, Dave kennt das Spiel vermutlich nicht. Aber er kennt sich mit Unix aus. Das heißt, er konnte mir da helfen, obwohl er keine Ahnung vom Spiel hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass das geht. Genau. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal Schluss mit dem Spiel. Wir werden jetzt noch schauen, also ich werde jetzt noch hier das Knacken der Passwörter durchlaufen lassen. Und dann schauen wir, dass wir da gleich Geld mitnehmen. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld so ein Polizeibeamter auf dem Konto hat. Und ob uns das alles irgendwann in den Arsch beißt, weil wir irgendwie direkt Geld direkt auf unser Konto geschoben haben. Na, wir haben es ja nicht mal per Proxy gemacht oder so und dann halt irgendwie. Oder nein, wir haben es direkt zu uns geschoben. Ja, vermutlich ist das eine der Sachen, warum man die Gebühren zahlen muss, wenn man es über verschiedene Konten schiebt. Damit man, wenn man es irgendwie so quasi so verschleiern will, dass man dann eben auch Gebühren zahlt dafür. Und dass die erhöhte Sicherheit mit je mehr Konten man dazwischen hat, dass es mit zum Preis kommt, dass man genau, dass man da mehr und mehr Gebühren gezahlt hat. Login, Home Transaction. So, und das da bitte zu unserem Standard-Account noch irgendwo eingespeichert. Natürlich nicht. Aber ich meine, wir können es ja mal probieren, was passiert. Und wir hier rüber schieben. So. Login. Und dann speichern wir uns das hier. Z-E-Y. Sure. Und das hier noch. Witzig. Hier ist das Geld nie angekommen. Okay. Okay, wir können nicht das Geld von dem einen Konto aufs andere schieben. Das ist sehr, sehr spannend. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das nicht geht. Warte, ist das Geld dann vielleicht noch auf dem anderen Konto drauf? Let me. Nö, also wir haben doch 22. Vielleicht war da auf dem Konto wirklich nie Geld.
Weil wir haben 22 rübergeschoben und 22 erhalten. Seltsam. Vielleicht war auf dem anderen Konto wirklich kein Geld. Oder vielleicht wird das Geld erstellt, also aufgeladen, wenn wir zum ersten Mal mit dem Bankkonto interagieren, und zwar indem wir draufgehen. Und wenn wir draufgehen und also wenn wir noch nicht draufgegangen sind, dann spawnt vielleicht kein Geld. Fragen über Fragen. Aber gut. Genau. Grey Hack. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr detailliert. Es hat noch so seine Quality of Life Failures, würde ich sagen. Es ist auch noch in der Alpha. Ne? Es ist jetzt die Version 0.8.4526. Im Gegensatz zu der Version 06, die ich damals gespielt hatte. Aber damit haben wir jetzt ein Update mal. Und ich hoffe, es war für euch interessant zu sehen, wie ich mich jetzt hier tue, wie man, also auch als Mensch, der eigentlich sich schon ein bisschen mit Unix auskennt, aber dann natürlich hier konfrontiert ist mit dem, was hier Grey Hack mit uns vorhat. Gut. Aber dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Wann was Schönes. Und wir sehen uns dann am Freitag oder morgen für Barotrauma auf dem Discord. Aber ansonsten im Stream am Freitag. Bis dann. Gute Nacht. Ciao. Und auch nee, komm, wir könnten. Ich dachte so, come on, lass doch wieder Freundschaft schließen. Komm, ich gebe dir ein paar gute Karten und dann sind wir wieder nice miteinander, ne? Also selbst ich glaube uns jetzt schon nicht. Alles klar. Und das erste, was Geren tut, ist einfach nur Sinja unter den Bus werfen, ne? Sorry, unter den Bus jieten. Ist das dein Nein. Also warte, chill, alle chill. Sinja ist nicht schuld. Ich habe 3 rote Karten bekommen. Es war die beschissenste Anfangsrunde, die ich je gehabt habe. Aber so ist es. Ich fucking wusste es. Geren wird jetzt ganz am Anfang einfach nur Sinja unter den Bus jieten. Nein. Ich werf sie ja nicht unter den Bus. Ich sag so, hey, ihr könnt sie kann da gar nichts für. Also ihr könnt über sie nicht aussagen, ob sie böse oder gut. Vielleicht ist das doch nicht nur ein Arschloch, vielleicht ist er auch ein besonderes Arschloch. Du hast uns gerade bei einem wunderbaren Spiel erwischt. Wir schauen uns gerade hier den grandiosen Warehouse-Fuck. Sehr gut. Das war etwas verrückt. Ganz selber spielen.